Sieht dein Paddeln derzeit eher so aus? Und du würdest gerne wissen, wie du als Anfänger am besten mit dem Stand-Up-Paddling anfängst? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Hey Leute, herzlich willkommen zu Mission SUP. Wir sind heute beim Surfclub in Erding und der Flo bringt uns die wichtigsten Grundlagen zum Stand-Up-Paddling bei. Ich bin schon sehr gespannt. Hi, mein Name ist Flo Schmidt. Ich bin seit 4 Jahren Sub-Instructor hier beim Surfclub Erding und vom VDWS ausgebildet. Heute schauen wir uns mit Domi mal die wichtigsten Grundlagen an. Das sind 3 Aspekte. Dann beginnen wir mal beim ersten Punkt mit der Sicherheit. Es gibt natürlich verschiedene Dinge zu beachten. Ne? Einerseits sollte man natürlich das Gewässer kennen. Es ist schwierig als Anfänger direkt aufs offene Meer zu gehen, wo man die Strömungen nicht kennt. Genauso natürlich für Flüsse. Da sollte man sich auf jeden Fall noch Rat von Profis einholen oder von Leuten, die einfach den Spot kennen. Deswegen perfektes Anfängerrevier ist tatsächlich einfach bei einem normalen See, an einem Baggersee, wo keine starken Wellen sind, wo keine großen Strömungen auftreten. Ein weiterer Punkt ist natürlich Sonnenschutz, der wichtig ist beim Stand-Up-Paddeln. Man ist viel auf dem Wasser, wenn man 2-3 Stunden auf dem Wasser ist und die Sonne scheint, dann reflektiert die auch noch auf dem Wasser. Deswegen immer eincremen und am besten Fall auch noch einen Lycra tragen, damit man gegen die Sonne ein bisschen geschützt ist. Wichtig ist natürlich auch noch, dass man schwimmen kann. Man muss jetzt ja kein Olympiaschwimmer sein, aber man muss sich natürlich über Wasser halten können und man sollte schon mal 5 Minuten ohne Probleme schwimmen können. Es ist natürlich ein Wassersport und da ist es natürlich essentiell. Zusätzlich empfiehlt es sich auch noch, Schuhe zu tragen, speziell an Spots, die man auch nicht so gut kennt. Am Meer, wenn da Muscheln sind, scharfe Muscheln. Auch allerdings am See, wenn man weiß, da wird ab und zu mal gefeiert, da können Bierflaschen im Wasser liegen. Damit man einfach die Füße sicher hat, empfiehlt es sich immer noch, Neoprenschuhe zu tragen. Dann schauen wir uns jetzt mal das richtige Material an. Also zum Stand-Up-Paddeln braucht man natürlich 2 verschiedene Materialbestandteile. Das ist natürlich einerseits das Board und andererseits das Paddel. Kommen wir erstmal zum Board. Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Boardarten. Wir haben da einerseits zum Beispiel dieses Touring-Board, was jetzt hier das weiße ist, und im Vergleich dazu auch das Waveboard. Wo ist der Unterschied? Ihr seht es schon auf dem Video. Waveboard ist zum Beispiel deutlich kürzer als das Touring-Board. Ebenso ist es dünner, dadurch gleitet es viel, viel besser durchs Wasser. Ein weiterer Punkt, wo sich die beiden Boards zum Beispiel unterscheiden, ist die Spitze. Ihr seht, dass hier einerseits die Spitze sehr eckig ist und die geht auch weit runter und hier die Spitze abgerundet ist. Das liegt einfach daran, dass das Touringboard eine Spitze im Wasser hat und damit das Wasser letztendlich teilt und das Waveboard auf dem Wasser drauf liegt. Das Waveboard ist natürlich eigentlich für die Wellen geeignet. Und damit, dass man nicht in die Welle unten eintaucht, ist es ein bisschen abgerundet und ein bisschen nach oben. Das perfekte Einsteigerboard ist ein Allrounder. Das ist letztendlich aufgebaut wie ein Waveboard, nur nochmal deutlich länger, deutlich breiter. Dadurch hast du die beste Stabilität und ist zum Einsteigen eben perfekt, weil da du am sichersten drauf stehst. Der zweite Bestandteil vom Material ist natürlich das Paddel. Das ist eventuell sogar wichtiger als das Board. Warum? Das ist einfach, es gibt sehr, sehr große Unterschiede. Und zwar, ich habe jetzt hier mal 3 schon mal vorbereitet. Wir fangen mal hier ganz links an. Das ist so ein ganz typisches Paddel. Das wird bei diesen ganz vielen 250 €, 300 € Boards mitgeliefert. Ihr seht schon, es hat hier unten ein Holzblatt und ist ansonsten aus Alu. Der Nachteil ist einfach, dass das wirklich extrem viel wiegt und sich teilweise auch mit Wasser volllaufen kann, wenn es ein bisschen länger im Wasser liegt und dann auch einfach runtergehen kann. Das zweite Paddel, was ich auf jeden Fall jedem Einsteiger schon mal empfehle, ist hier so eins. Das wird mit den meisten besseren Boards mitgeliefert. Das ist auf jeden Fall schon mal deutlich leichter als das Alu-Paddel. Ebenfalls verstellbar wie hier oben. So kann man es perfekt auf die Größe anpassen. Hier eine Mischung aus Plastik und Mischcarbon. Und für die Einsteiger auf jeden Fall perfekt geeignet. Wie aber in jedem Sport gibt es natürlich auch noch das High-End-Modell. Das haben wir einmal hier. Das ist ein Vollcarbon-Paddel. Ist eben auch auf meine Größe schon angepasst. Heißt, es hat keine Verstellung mehr, weil es eben nur noch ich paddel. Aber warum ist jetzt eigentlich ein Paddel so wichtig und warum ist das Gewicht so wichtig? Wenn man sich jetzt vorstellt, das Paddel wiegt ungefähr 1/10 von dem Alu-Paddel, was wir gerade hatten. Wenn ich jetzt 2-3 Stunden auf dem Wasser bin, dann habe ich so viele Paddelschläge, indem ich jedes Mal das extra Gewicht mitschleppen muss. Als Vergleich, ein Profi macht ungefähr 90 Paddelschläge in der Minute, also 1,5 pro Sekunde. Wenn man sich das jetzt hochrechnet mit immer einiges an Gewicht mehr, dann ist das wirklich ein Riesenunterschied. Jetzt, wo wir die Sicherheit auf dem Wasser gelernt haben und auch die verschiedenen Materialien gecheckt haben, schauen wir uns die richtige Technik auf dem Wasser an. Jedes Board hat in der Mitte hier einen Tragegriff, bei manchen ist es auch so eine kleine Lasche. Das ist, wie der Name schon sagt, zum Tragen da. Ist allerdings noch ein wichtiger Indiz, und zwar ist das genau die Mitte vom Board, weil man trägt es mit einem Arm und dadurch ist es genau die Mitte und deswegen stellen wir uns auch genau auf die Höhe vom Tragegriff. Das heißt, der Stand-Up-Paddeln, da müssen wir erstmal aufstehen, paddeln einmal hier vorne aufs Brett drauf und knien uns ganz, ganz langsam hin. Wir sind hier letztendlich mit allen 4 auf dem Board, haben das Paddel hier in der Hand und steigen ganz langsam mit den Füßen neben dem Tragegriff auf. Wenn wir dann stehen, haben wir einen relativ breiten Stand, stehen leicht in den Knien, Oberkörper gerade und nehmen das Paddel rechts und links in der Hand. Bei einem Paddelschlag wechseln wir auch immer die Hände oben.
So, wenn wir dann fahren, wollen wir natürlich auch irgendwann umdrehen oder vielleicht auch mal stoppen. Das machen wir ganz einfach, das heißt Stoppschlag. Heißt, ich habe das Paddel in einer Hand, in der Hand, wo ich hindrehen möchte, tue es hinten rein und ziehe das ganze Paddel nach vorne. Wie ihr seht, bewegt sich das Board automatisch direkt in die Richtung, wo ich es drehen möchte. Und wenn ich es natürlich jetzt schon richtig gedreht habe, kann ich weiterfahren. Wenn nicht, kann ich das Ganze nochmal machen, wiederholen. Und somit habe ich schon um 180 Grad gedreht. Okay, wenn man dann die ersten Schritte auf dem Wasser gemacht hat, dann gibt es natürlich noch verschiedene Techniken, wie man wirklich paddelt. Da gibt es einerseits den J-Schlag. Warum heißt der J-Schlag? Weil man letztendlich einfach ein J ins Wasser zeichnet. Heißt, mein Oberkörper ist eigentlich erstmal immer noch gerade und ich bewege mich wie ein Lego-Männchen. Ich tue mir das Paddel so weit wie möglich vorne ins Wasser stecken. Heißt, mein Körper ist nach vorne gebeugt. Ich ziehe das Paddel bis zu meinen Beinen hin und gehe damit seitlich aus dem Wasser. Dadurch vermeide ich den Luftwiderstand, wenn ich das Paddel wieder nach vorne tue. Also, ich tue es hinter, male ein J ins Wasser und gehe wieder so weit wie möglich nach vorne. So ist die optimale und effizienteste Paddeltechnik, wenn man gerade so beim Einsteigen ist. Okay, Domi, nachdem wir jetzt gerade die Grundlagen angeschaut haben, steige jetzt einfach mal so aufs Brett, wie wir es gerade gelernt haben. Sehr gut, das sieht schon mal sehr sicher aus. Das hat ja schon mal gut geklappt. Jetzt versuch mal ganz langsam nach vorne zu fahren. Sehr gut. Das sieht ja schon mal gut aus. Domi, versuch doch mal einfach umzudrehen, so wie wir es gerade gelernt haben. Genau, perfekt. Das ist ja der Stoppschlag und damit hast du mit einem Mal schon 180 Grad gedreht. Perfekt, packen wir es, oder? Sehr gut, dann viel Spaß beim Paddeln. Du hast Lust bekommen auf Sub-Unterricht mit dem Flo, dann schau unbedingt in die Beschreibung. Ansonsten findest du hier noch ein cooles Video zum Thema Suppen.